öfters den Arsch retten können. Sollte auch die Quest hier lesen. Ui, was geht hier ab? Hoch. Aber auch das Rumlaufen und Erkunden macht hier einfach richtig Bock. Ne, aber falls einer zusammenspielen will, einfach Bescheid geben. Können wir auch gern zusammenhandeln, ne? Gleich. Finde ich das mal an. Yes, we did! A great success! You played your part perfectly. Thank you so much. Now, let us hurry back to Minato and see the transformation. Yes. I can't wait to see what's happening around town. Let's go! Also wie gesagt, ich habe PlayStation eigentlich nichts wahrgenommen. Mein Kollege hatte da schon mal öfter Frame Drops, aber selbst bei den PlayStation-Konsolen hast du schon mal Unterschiede, ne, wie die Konsolen laufen, leider. Wir sollen nach Minato zurückkehren, okay. Tolle iFrame hat. Amazing, amazing, amazing! I never dreamed this could happen! Everything is working again. It's like life has been restored to the whole town. Every karakuri is working again. Das habe ich von dir letztens gemerkt, Satan schon, aber das Gefühl hatte ich in meinem Affen nicht so. Well, Natsume is happy. To be honest, there are dozens of things I'd like to experiment with too. And if you wouldn't mind, I'll be needing your help. Aber wir gucken, ne? Wir lernen, wir gucken. Wow. Isn't this something? I expect you're dying to look around town. I know I am. Just think of the dust flying off all those old karakuri as they spring back to life. The bathhouse near the town gates, for example. The hot waters will be flowing again. Ja, das mit den Finishern am Ende der Quest ist geil. It couldn't have gone better. And it's all thanks to you. Oh, talk about a surprise. Vergleichen. Im Kern sind es irgendwo dieselben Spiele, aber im Endeffekt unterscheiden die sich extrem voneinander. Deswegen, ich würde da gar nicht auf besser oder schlechter eingehen. Tatsächlich machen mir beide Spiele gleich Spaß. Rein vom Movement, Kampfsystem, weil es agiler nochmal ist, könnte mir dieses hier sogar ein bisschen mehr Spaß machen, wenn... Dafür muss ich aber erstmal das Endgame erleben, ne? Das sind Games, die sich total unterschiedlich spielen. Hat man anfangs nicht so gedacht, aber ist tatsächlich so. Verwende den Jagdturm, um einen geeigneten Ort für das Lager zu finden. Verwende den Jagdturm. Na. Wo bin ich denn überhaupt? Da unten. Da kann ich diesen Jagdturm da vorne verwenden. Würde ich sagen, reisen wir mal da hoch, ne? Kann aber auch nirgendwo hinreisen, ne?
Dann laufen wir erstmal. Ja, ich kann verstehen, wenn eines der beiden Spiele dem einen Spaß macht, das andere dafür nicht. Kann ich absolut verstehen. Aber absolut geil. Was heißt denn kurz gespielt? Ich sag mal, wenn man noch nie mit so Spielen zu tun hatte, so die in Richtung Monster Hunter und Co. gehen. Ja, da muss man schon beim ersten Mal schon mehrere Stunden mal investieren. Tatsächlich. Na, aber wenn es einen überhaupt null abholt, dann bringt das sicherlich auch nichts. Hat mir doch gefallen. Ja, ja. Manchmal brauchst du einfach aus dem Genre das richtige Spiel oder halt die richtigen Leute. Und bei Wild Hearts war ich mir auch sicher, ne? Also im Korb, so mit Freunden und der Community wird das safe bocken. Aber es bockt mir auch so schon. Auch wenn ich hier manchmal alleine rumlaufe. Deswegen wollen wir mal hoffen, wie sich das noch entwickeln wird und vor allem sehr wichtig, wie das Endgame sein wird. Oh, was haben wir denn hier, ey? Kann ich hier... Ja, das ist das Geilste hier an dem Spiel, ne? Dass es Crossplay hat. Das ist das Geilste überhaupt. Und das Crossplay läuft verdammt gut. Damit punktet dieses Spiel. Ich sagte auch immer, ich spiele nie Horror-Games, aber doch Interesse an Resident Evil-Teilen bekommen. Ja, weil das kein reiner Horror ist, so im Sinne von nur Jumpscares und so, weißt du? Sekunde, Satan schon, ich guck direkt. Ich bin ehrlich, ich glaube, das größte Problem, was ich habe, ist, dass es ein Hand- und Loot-Game ist, wo man viele Stunden reinmacht. Ich bin nicht mal mit Rise durch, deswegen ist das mein Hauptgrund, ist gerade nicht zu zocken, auch wenn es gut aussieht. Das ist ein gutes Argument. Ja. Das ist ein mega gutes Argument, Satan Schworn. Kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen, Satan Schworn. Ich meine, ich bin ja mit Rise so ziemlich gut durch, ne? Ja, ich muss jetzt wieder Builds bauen. Ein paar offene Quests habe ich noch, aber... braucht da meine Abwechslung einfach. Aber ja, wie du sagst, kann man hier verdammt viel Zeit reinbuttern, ne? Und das wird ab 3. März bei mir auch ein kleines Problem werden, ne? Weil da auch Volong kommt. Deswegen... Ich werde beide Spiele nicht so progressen können, wie ich das normal mache, aber... soll mich nicht stören. Here we are then. Let's get to work. Ich spiele heute am Like a Dragon Ishin sein. Bin gerade im Netzkapitel. Ich überlege noch, vielleicht hole ich mir morgen Wanted Dead oder ich warte noch bis Freitag nicht so, weil Volong vollen Dynasty Demo angesagt ist. Boah, macht es von deiner Zeit abhängig, ne? Wie du Zeit hast. Let me know when you're finished over there. So, da haben wir einen neuen Reisepunkt auf jeden Fall. Machen wir hier ein Lagerfeuer. Ich denke, mehr brauche ich erstmal nicht, ne? The camp's coming together nicely, I think. Time for a break, maybe? Ah, Wanted Dead,
Möchte ich auch noch nachholen irgendwann, Nevio. Hat mir sehr gefallen von dem, was ich gesehen habe. Nee, wir brauchen keine Pause, direkt weiter. Just tell me whenever you want to stop. Ach, oder war das schon die Quest? The camp. War eine gute Idee. We can have a chat while we catch our breath. Dann müssen wir uns hier You ausruhen. came to Minato from the west, didn't you? Along the mountain path. That means you must have walked right around the foot of the secret mountain. Heiliger Berg? That's what we call it. But people from Minato don't venture that way anymore. It was a sacred place for the hunters of old. Much like the Spirit Isle, I think. But I've never heard of any settlements or tracks that way. I suppose the weather's too inhospitable. Sometimes you see clouds of kocho fluttering around the mountainsides, though. Klingt It schön. is pretty, but creepy in a way too. Satan, du bist fleißig am Arbeiten? Eternity ringlets, that particular type of kocho. I suppose because they gather by the injured and the dead. In the old days, some people even thought that humans in kemono turned into kocho when they died. Anyway, ready to get back to work? Let's get this 飲むことを忘れないでください。 Da muss ich mir gleich was zu trinken holen, Burner, ja? Bitte Geduld. Let's leave it there for today, shall we? Weiß ich, was mir fehlt, ey. Ah, du bist noch krankgeschrieben, okay. Okay. Okay, Satansporn. Dann nicht überstürzen, ne? They're getting very frequent lately. Das ist ja Teddybär. Gerne, mein Lieber, gerne. Gerne doch. Naja, das ist der Sora Magdaros von Wild Hearts quasi. Jetzt macht's ein Nickerchen oder was? Lol. Das ist eine krasse Ansage. Jeder muss mal schaffen, das stimmt, Bali. Really? Interesting. It was like a movie. Ich hol mal was zu trinken gerade. Honestly, I've never seen such a huge and terrifying kimono. It reminds me of something I read in the records from centuries ago. A giant kimono ripped across the land. The castle, the town, the people, all were swallowed in rock. If this is the same creature, it would explain the frequent tremors we've been experiencing recently. Even the strange behavior we observed in the other kimono could be traced back to this giant. All my life I've lived in Minato, and I had no idea such a kimono lived so close. Well, kimono only stray outside of their territory in exceptional circumstances, and they rarely show themselves to us. Remember, all kimono, no matter how big or small, are sustained by the same energy, celestial thread. And since celestial thread is ubiquitous, they have no need to wander in search of it. But then, why has this kimono... could it be because there's no thread left in its territory, perhaps? Yes, that's my hypothesis too. I believe our giant is hungry, due to some great change in the flow of thread in its environment. Now, we recently flooded our town with celestial thread by restoring the karakuri on the Spirit Isle. So,
Unfortunately, we've made Minato look rather appetizing. But that's terrible. That means this kemono is going to expand its territory this way and swallow us up. I wish I could fault your logic, and I'm afraid we can't reverse what we've done. I had a nagging feeling that something might go wrong, but not this wrong. If only I had investigated the possible outcomes more thoroughly. No one's to blame. None of us could have anticipated this. We didn't know anything. Wait. Didn't you say you'd encountered this bear once before? Heading from the sacred mountain towards Minato? Wir sind ihm am Anfang begegnet, ne? So that means it comes from a habitat to the north. And you're saying it was on the move even before our work at the ruins? But no, we don't have time to be pondering the cause. We must decide how to act, and quickly. Dann besiegen wir das Are you Kemono. serious? I realize your hunting skills are exceptional, but no single person could dispatch a beast of that size. Even if everyone in town pulled together, the best we could hope to do is give it a nasty surprise to begin with before... Muss man noch einen Kaffee No, machen. come on, Suzuna. You owe it to Minato Danke, to fix Sky. this. Think now. Going along the Harugasumi Way, its enormous bulk will mean it has to descend into the river. If we can position Karakuri along the bluff, we might be able to defeat it before it hits the town. I think that's the only workable strategy at this point. I'll talk to the elders about preparing the necessary Karakuri. What I need you to do is buy us some time. Without a chance to prepare, I'm afraid we're doomed. I wonder if I could... Sorry, I need to go and test something. Meet me later at the forge. It's going to take all we've got to overcome this threat. The town needs your help now more than ever. Das habe ich schon gemacht. Sky. Believe me, I'm doing everything I can think of. Das habe ich schon gemacht. Sky. Danke. Schauen wir mal, was sie zu erzählen hat. Sorry to run off in the middle of a conversation like that, but I had an idea that couldn't wait. I'll come straight to the point. I need some kemono materials, and I need them fast. I started playing around with some new innovations after all the karakuri came back to life, you see. And I think I might have come up with a weapon we can use to fight that giant kemono. Ich habe mich auch gucken, ob ich schon neue Waffen schmieden kann. Rock kemono of some kind, isn't it? Did you notice how its body was covered in deep crevices? And how kocho were fluttering around those parts? In the same sort of way that they swarm over the corpses of kemono, or their wounds. Well, if those crevices are wounds too, they could be weak points. And with my new weapon, we could target them from the ground. Which is why I really need those materials. I'm basically after a large quantity of iron sand. More than we have time to dig out of the ground, though. But I've remembered that Nobu mentioned a rumor about a kemono that scatters iron sand. I am sorry to be asking yet another favor, but do you think you could help? Optional. Erkundige dich bei Nobumitsu über das Kemono. Na. Gut, ich muss ja ganz kurz ans Telefon und dann machen wir direkt weiter.